Bällebad? Nur für mich. Wieso gibt es hier eigentlich ein Bällebad? Ach so, ich bin der Sandfisch und die Bälle sind Sandkörner. Aber Moment. Im Sand gibt's keine Fische. Und das ist auch kein Fisch. Ich tippe auf eine Eidechse. Hey Eva, ich hab da mal eine Frage. Okay, ich helfe dir. Wieso heißt die Eidechse eigentlich Sandfisch? Weil sie sich im Sand bewegt wie ein Fisch im Wasser. Aber du hast es vorhin schon ganz richtig erkannt. Das ist natürlich kein Fisch, sondern das ist ein Reptil. Um genau zu sein, ein Skink. Magst du mal ins Terrarium schauen? Da siehst du jetzt schon ganz gut, kommst ja vielleicht ganz gut drauf, wo das Tier lebt. Ne? Genau, nämlich in der Wüste. Da siehst du, was passiert, wenn manche Materialien zu viel Sand erwischen. Aber dem Sandfisch, dem passiert es nicht, denn die Schuppen haben kleine Zacken und außerdem noch eine Art Zucker. Und dadurch gleiten die Sandkörner einfach ab und die Haut wird nicht zerkratzt. Und deshalb kann der Sandfisch auch so schnell im Sand verschwinden und sich verstecken. Das ist echt cool. Fast so elegant wie ich im Bällebad. Nö. Der Sandfisch macht es eleganter. Aber zum Glück sind die Bällebad keine echten Sandkörner, sonst hättest du ein massives Problem mit deinen Getrieben. Das stimmt. Die quietschen und stöhnen schon echt laut. Aber da kann man was Tolles draus machen. Pass auf. Ja. Aber es gibt Hoffnung. Dank dem Sandfisch wissen wir jetzt, wie man Oberflächen und Getriebe vor Verschleiß schützen kann. Und vielleicht können wir uns in Zukunft dann auch Schmiermittel sparen. Na, Lust auf ein Upgrade? Ja, weg von meinen Getrieben. Solange das noch in der Erforschung ist, spiele ich nicht euer Versuchskaninchen. Nix wie weg.